Hirn aus, Fräse an. Unter diesem Motto gehen meine modularen Frässchablonen mittlerweile in die dritte Iteration, die dritte Generation, in dem ich einige Modifikationen vorgenommen habe, die die Benutzung noch einfacher gestalten, die Haltbarkeit der Schablonen immerhin etwas verlängern dürfte. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass wenn du in der Lage bist, eine Oberfräse zu bedienen, wenn du weißt, wie die Oberfräse funktioniert, worauf du bei der Verwendung einer Oberfräse zu achten hast, kannst du mithilfe meiner modularen Frässchablonen jetzt auch Gitarren bauen. Ohne lästiges Nachmessen, ohne Ausrichten, ohne doppelt und dreifach kontrollieren zu müssen, ob alles stimmt. Schablone auflegen, Tiefe einstellen, losfräsen, fertig. Ja. Das Ganze ist relativ selbsterklärend vom Prozess her. Da gibt es auch nicht sonderlich viel Spannendes zu erzählen, was ich hier nicht auf dem Kanal bereits gesagt hätte. Insofern, wenn ihr bereits mit meinem Kanal vertraut seid und bereits länger hier seid, dann genießt einfach mal jetzt ein relativ kommentarfreies Bauvideo. Falls ihr neu hier seid, erstmal schön, dass ihr da seid. Überlegt mal, ob ihr vielleicht ein Abo dalasst, einen Daumen hoch und so weiter und so fort. Ihr könnt eine Kanalmitgliedschaft abschließen, sollte es euch denn so im Gusto stehen. Ansonsten, wenn Fragen aufkommen, nutzt gerne die Kommentarspalte unten. Ich gehe auf jeden einzelnen Kommentar ein und versuche dann eine so ausführlich wie mögliche Antwort zu geben. Im Zweifel vielleicht sogar als Videoantwort dann an euch privat gerichtet, sofern sich das irgendwie bewerkstelligen lässt. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, irgendetwas Bestimmtes sehen wollt, schreibt mich auch gerne an kevin@javelinguitars.de und ansonsten schaut natürlich auch gerne in meinem Online-Shop nach, was es da alles gibt. Da werde ich nach und nach alles aktualisieren und entsprechend einpflegen. Dann belasse ich jetzt erstmal dabei. Ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt kommt noch einmal kurz ein Talking Head und dann wünsche ich euch viel Vergnügen mit dem Video und wünsche euch einen entspannten Sonntag und ein schönes Wochenende, einen guten Start in die kommende Woche und wir sehen und hören uns hoffentlich bald. Danke sehr! So, Leute, ihr seht, ich bin hier voll in der Arbeit. Euch fällt vielleicht auf, dass ich zwischendurch jetzt gleich andersfarbige Schablonen benutzen werde. Meine modularen Frässchablonen gibt es nämlich jetzt mittlerweile in der Version 3.0. Da ist das mittlere Inlay, das Mittelmodul, das Hardware-Modul ist ein bisschen schlanker geworden, hat trotzdem noch genug Platz für alle erdenklichen Hardware-Optionen. Das Elektronikfach und das dazugehörige Elektronikmodul haben sie etwas vergrößert. Und insofern kriegt man alle konventionellen Layouts für die Schaltung. Man sieht es hier, wie viel größer das neue Elektronikfach ist. Kriegt da alles untergebracht und genau. Insgesamt alles deutlich einfacher zu handhaben, durch das HDF statt MDF etwas stabiler. Da werde ich noch meine alten MDF-Reste aufbrauchen und dann künftig dann irgendwann nur noch auf HDF gehen. Headstocks wurden auch etwas überarbeitet, aber dazu insgesamt nochmal ein eigenes Video. Das Ganze nach wie vor entweder mit Bündigfräser oder in Kombination mit so einer Kopierhülse und einem Spiralnutfräser. Schaut nach in meinem Shop javelinguitars.de. Ich habe euch die Produkte auch unten drunter verlinkt. Nur nicht, dass ihr euch wundert, warum ich plötzlich andere Schablonen da benutze.
Tschüss.